Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Unreal Engine. Heute geht es um dieses Fenster hier, was wir hier so gerade im Mittelfeld sehen. Das ist nämlich eigentlich das wichtigste Fenster, denn immerhin müsst ihr hier eure ganzen Games zusammenbasteln. So, was wir also erstmal brauchen ist, wie kommen wir hier mit diesem Fenster zurecht. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen was dazu gesagt, aber zum Beispiel zu diesen Dingern hier oben habe ich noch überhaupt nichts gesagt. Okay. So, was wir jetzt als erstes mal machen ist, wir drücken Rechtsklick und dann können wir uns sozusagen hin und her bewegen. Das heißt, wir können einmal an den Himmel gucken, wir können nach unten gucken, aber wir bewegen uns eigentlich nicht. Wir schwenken nur die Kamera. Zum Bewegen benutzen wir entweder das Mausrad, scrollen damit so ein bisschen hin und her und damit bewegen wir uns quasi einfach vorwärts oder zurück. Und was wir auch machen können ist, falls wir, also ich meine, im Prinzip ist es ja möglich, sowas hier zu machen, damit perfekt möglich. Aber es ist zum Beispiel etwas umständlich, wenn ich jetzt wieder nach weiter oben möchte, dann muss ich da scrollen, muss nach unten gucken, verdammt, war zu weit, muss ich jetzt wieder dahin und dann muss ich mich wieder richtig drehen. Das ist zu umständlich. Was man deswegen gesagt hat, ist, okay, wenn wir beide Maustasten drücken, dann können wir uns so hin und her bewegen. Und das ist natürlich auch ziemlich cool. Nur nach vorne oder nach hinten, da brauchen wir dann das Mausrad dazu. So, das sind im Prinzip die Basic Controls, die wir hier so brauchen eigentlich. Also beide Maustasten drücken ist das hier, rechte Maustaste drücken, das da, linke Maustaste ist sowieso zum was anwählen gedacht, das ist leider belegt, die können wir nicht vergeben und Mausrad zum Hin- und Her scrollen. Okay, so, was wir jetzt hier haben ist, erstmal haufenweise Optionen hier oben, wir werden jetzt ganz langsam da durchgehen und zwar hier erstmal auf Perspektive. So, Perspective bedeutet, wir haben diese Ansicht hier, wir können das Ganze aber auch anders angucken und zwar zum Beispiel von oben, von unten, von links und so weiter und so fort. Aber warum sollten wir denn das jetzt machen? Naja, wenn wir zum Beispiel irgendwas richtig platzieren wollen, zum Beispiel wollen wir keine schwebenden Büsche haben. Die gab es früher, zum Beispiel wenn ich mich an Gothic 3 erinnere, als es frisch rauskam, gab es einige schwebende Büsche. Hätte man einfach mal so gemacht und geschaut, dass das Ding hier wirklich bündig mit dem Boden ist und nicht irgendwie so in der Luft schwebt, sondern wirklich schön hier unten auf dem Boden, dann hätte man plötzlich keinen schwebenden Busch mehr gehabt. Und dazu braucht ihr diese Ansicht, weil in der perspektivischen Ansicht ist es nicht immer ganz so perfekt klar, wo jetzt oben und unten ist. Also so sieht es immer noch aus, als würde dieser Stuhl auf dem Boden stehen, allerdings steht er in der Luft und nicht ein Stückchen weiter hinten. Eigentlich wäre so auf dem Boden. Ja, und wenn er dann so ist, dann verschwindet er langsam im Boden. Aber das ist alles nicht so einfach zu sehen und deswegen gibt es diese andere Ansicht. Wie kann ich jetzt die vernünftig hier einbauen, dass ich trotzdem noch ungefähr sehe, was ich tue? Denn diese Ansicht hier, die ist jetzt nicht gerade komfortabel, sage ich jetzt mal. Naja, was wir machen können ist, wir können einfach sagen, ich möchte mehrere Sachen auf einmal sehen. Und dazu klicke ich hier oben auf dieses kleine Teilchen hier, Maximizes oder, weiß nicht genau, was steht hier noch, Maximizes or restores this viewport. So, was wir jetzt also machen ist, wir klicken da drauf und plötzlich haben wir 4 Ansichten auf einmal. Nämlich einmal die Linksansicht, einmal die Frontansicht, einmal die Topansicht, eigentlich alles, was wir brauchen. Und hier unten noch die perspektivische, damit wir sehen, was gerade so passiert. Also ihr seht, wenn ich jetzt das hier mache und wieder loslasse, dann schwebt der Stuhl plötzlich in 2 Ansichten und hier unten, naja, ist er halt immer noch so ein bisschen da, aber ich kann es super an diesen beiden Dingern hier erkennen, dass das Teil in der Luft schwebt. Und das ist natürlich sehr angenehm. Jetzt kann ich natürlich auch so hin und her scrollen, aber es ändert sich nichts hier an dem hier, sondern nur an den anderen dreien. Also das heißt, das hier ist so ein bisschen autonom hier drüben, während das hier, wenn ich das bewege, dann bewegen sich die anderen beiden auch. Okay. Wenn ich hier beide Maustasten gedrückt halte, dann zoome ich hier ran. Wenn ich die rechte gedrückt halte, dann ziehe ich mir das quasi zurecht. Und wenn ich scroll, dann scroll ich halt. Okay, so, damit können wir schon einiges machen jetzt. Jetzt ist es natürlich teilweise ein bisschen klein, das verstehe ich, deswegen kann man hier auch wieder draufklicken und dann hat man wieder die volle Qualität sozusagen. Okay, so, jetzt speziell zu diesem Fenster hier, also ihr könnt natürlich hier immer noch auswählen, ob ihr jetzt links haben wollt oder ob ihr lieber links und rechts braucht oder Front und Back, keine Ahnung, macht natürlich alles so in gewissen Bereichen seinen eigenen Sinn. Okay, was wir jetzt hier noch finden, ist der Cinematic Viewport, das ist das hier, ja, im Prinzip werden wir da vielleicht noch irgendwann mal drauf kommen, den brauchen wir jetzt aber auf jeden Fall mal noch nicht. Das hier ist deutlich sinnvoller bei uns jetzt gerade. So, zu diesen Beleuchtungsarten, die wir hier hatten. Wir hatten schon Wireframe gesehen. Wireframe ist quasi dieses wunderhübsche Teilchen hier, wo ihr alles in Polygonen seht und in Linien, die mit diesen Polygonen verbunden sind. Das ist ganz praktisch, weil man, wie gesagt, damit
sehen kann, wo jetzt die ganzen Objekte sind und wo habe ich jetzt genau was. Sie werden dadurch so ein bisschen auch durchsichtig. Lit ist der ganz normale Modus. Ja, da war gerade etwas, was nicht gestimmt hat. Okay, Unlit bedeutet einfach, wir haben keine Beleuchtung. Das heißt, Unlit entfernt mir meine Lichtquellen, wo ist die Sonne? Das da, also meine Lichtquelle Sonne, beziehungsweise um genau zu sein, das Teilchen hier, das simuliert so ein bisschen Lichtquelle und das hier ist auch noch eine Lichtquelle. Also die beiden Lichtquellen werden einfach ausgeschalten, wenn ich das ganze Ding auf Unlit setze. Das ist jetzt aber nicht irgendwie alles schwarz, sondern es hat einfach alles keinen Schatten. Ihr seht es hier, der Schatten ist weg und wir haben einfach die normale Farbe. Lit bedeutet aber auch Schatten werfen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Lit stelle, dann sieht alles ein bisschen dunkler aus, hier unten vor allem, weil ich das Ganze auf eben Schatten gestellt habe. Und die Schatten fallen bei Unlit eben auch weg. Wireframe hatten wir gerade, Detail Lightning, ja, das bedeutet, wir nehmen nur eben eine ganz spezielle Art von Licht, da haben wir jetzt gerade keine drin, werden wir vielleicht noch irgendwann mal brauchen. Reflections genauso und Lighting Only zeigt mir alles ohne Farben an, das heißt, die Farben werden einfach, oder generell die Texturen, werden wir noch dazu kommen, was das ist, werden alle weggelassen, nur die Beleuchtung findet statt und dann haben wir hier unten eben die Schatten, das heißt, wir können super verfolgen, wo jetzt gerade Schatten sind. Aber der normale Modus ist hier eben Lit. Reflections ist übrigens auch noch ziemlich interessant, da kann man sehen, was jetzt hier gerade wie was reflektiert und zwar mit voller Stärke sozusagen. Normalerweise fällt natürlich einiges an Spiegelung weg, aber wir haben trotzdem ganz leichte Spiegelung immer mal wieder. Hier zum Beispiel auf dem Tisch sehen wir, dass sich dieses Objekt hier drin spiegelt, ganz leicht. Und hier im Stuhl sehen wir auch ein bisschen Spiegelung. Wenn wir jetzt hier aber auf Reflections gehen, dann sehen wir die volle Brutalität von dieser Spiegelung. Wir sehen genau, was sich wo drin spiegelt. Okay, so, wir machen jetzt hier mal wieder auf den Lit-Modus. Und jetzt können wir hier auch noch einige Sachen anstellen, die brauchen wir jetzt alle gerade nicht. Ich meine, Light Complexity sehen wir hier nicht viel, sage ich jetzt mal. Also das sind sozusagen die fortgeschrittenen Dinger, die brauchen wir eigentlich jetzt gerade auf keinen Fall. Die werden wir dann bei Bedarf eben einführen. Player Collision ist vielleicht auch noch ganz interessant. Womit kann ich überall kollidieren? Das heißt, wo kann ich gegenlaufen und komme dann halt einfach nicht mehr weiter? Was in dem Fall der Tisch, dieses Objekt hier drauf wären und die Stühle. Und ihr seht, dass das so ein bisschen größer ist. Also ich meine, die Stühle sehen ja nicht wirklich so aus. Das ist jetzt einfach so gedacht, okay, wenn ich drüber springen möchte, dann kann ich jetzt auf den Tisch springen, aber wenn ich hier auf den Stuhl springe, dann habe ich hier quasi so eine schräge Fläche und gleite da, glaube ich, gerade so ein bisschen wieder runter. Ist, glaube ich, auch ziemlich interessant, dieses Player Collision mal zu sehen. Und Visibility Collision ist, wo bricht mein Licht sozusagen. Das heißt, wie sieht es dann später so ein bisschen aus, kann man aber auch einfach an Lit erkennen, weil das ist ja quasi das, was wir erkennen können. Okay, so, Exposure ist auch ziemlich witzig. Da kann man mal als Beispiel hier unten rein scrollen, na, wenn ich es denn mal schaffe, hier rein scrollen. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann hat man das nicht so sehr gesehen. Das ist hauptsächlich in-game relevant, wenn ihr irgendwie aus sehr, sehr dunklen Feldern rauslauft, so, dann seht ihr, ist das Ganze ein bisschen dunkler geworden. Und wenn ich jetzt aber hier das Ganze auf extrem hell stelle, dann wird plötzlich alles so brutal hell. Muss jetzt nicht unbedingt sein, also im Normalfall wollen wir das Ganze eigentlich automatisch halten. Ups, Exposure Automatic. Das ist das, was ihr in-game findet und die passt sich dann sozusagen automatisch an. Wenn ihr von einer dunklen Fläche in eine helle Fläche reinlauft, dann seht ihr sozusagen ganz kurz alles ein bisschen dunkler und dann, andersrum. Und dann wird's, ja, gleicht sich wieder so an, wie wir das jetzt sehen. Okay, könnt ihr einfach mal ein bisschen mit rumspielen. So, unter Show finden wir natürlich auch noch einige Sachen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Anti-Aliasing rausmache, dann habe ich hier plötzlich ganz fiese Kanten drin. Kann ich mal ranzoomen. Ist ziemlich, ja okay, so geht es natürlich. Wenn ich weiter weggehe, dann ist es ein bisschen eklig. Aber es braucht weniger Leistung und wenn ihr irgendwie keinen so starken Rechner habt und das Ganze nicht einfach so quasi on the fly berechnen könnt, dann stellt einfach zum Beispiel Anti-Aliasing raus oder die, ja gut, BSPs werden wir jetzt noch nicht drauf eingehen, was das ist. Aber wenn ihr irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten habt mit der Leistung und es ruckelt alles so ein bisschen, dann stellt auf jeden Fall mal Anti-Aliasing raus. Collision sehen wir hier, sieht auch super aus. Das sind auch sozusagen fast die BSPs, aber eigentlich nicht. Genau. Collision ist quasi das, wo ich dagegen rennen kann. Das hatten wir ja gerade schon vorhin gesehen. Kann man auch so einstellen. So, jetzt kann man hier auch noch andere Sachen einstellen. Das brauchen wir alles gerade nicht.
hier einfach mal mit rumspielen, dann seht ihr am besten, was da gerade so immer passiert. Wir können jetzt da, oder wir werden auch nicht durch alles durchgehen, das wäre einfach viel zu viel, bringt euch auch nicht so allzu viel, aber ja, ihr seht, es hat einen Haufen Optionen. Wenn ihr irgendwann mal irgendwas kaputt macht oder sowas, zum Beispiel habt ihr jetzt aus Versehen das hier rausgemacht und plötzlich habt ihr dieses Objekt hier nicht mehr, aber ihr wisst eigentlich, dass es da ist, aber ihr könnt es nicht mehr sehen. Dann geht ihr hier auf Show und Use Defaults und plötzlich ist alles wieder ganz stinknormal beim Alten und dieses wunderschöne Teilchen hier auf dem Tisch ist auch wieder da. So, so viel dazu. Das hier drüben sind noch ein paar andere Dinge, und zwar zum Beispiel haben wir hier einige Platzierungsoptionen. Ich glaube, die mache ich dann einfach, wenn wir tatsächlich irgendwelche Objekte hier bewegen und das auch wirklich brauchen. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, in dem Fall hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Gut, bis dann, ciao.